Franzi will mich doch nicht mehr sehen. Und das muss ich akzeptieren. Auch wenn es mir schwerfällt. Willst du dich nicht mal verabschieden? Ohne mich ist die Firma in 0, nichts bankrott. Oder glaubst du wirklich, du könntest sie leiten? Ich habe dir ein faires Angebot gemacht. Wenn du diese Chance nicht ergreifen willst. Niemals. Das heißt, nein, warten Sie. Wenn der Streit eskaliert, dann haben Sie leichteres Spiel mit Hannah. Herr Illmann, machen Sie Folgendes. Franzi! Andi, Ich liebe dich. komm. Und bedrängen Sie sie nicht zu sehr, sonst lässt Hannah sich gar nicht erst auf Sie ein. Und sie schmeißt ihren Job hin, bevor sie sich von Lars getrennt hat. Sorgen Sie dafür, dass sie beschäftigt ist in Wien, dass sie zu tun hat. Sie hat für meinen Geschmack sowieso viel zu viel Freizeit. Kopf hoch. Ich melde mich später, ja? Andi, hast du was trinken zu gehen? Wäre das noch zu früh? Ich meine, einen Kaffee oder sowas. Vielleicht können wir ein bisschen quatschen. Weißt du, was wirklich gegen Frust hilft? Arbeiten. Also wenn du ins Bierglas heulen willst, viel Spaß. Ist Felix schon zurück? Leider nicht. Ich dachte, er wollte bei dir mitfahren. Ich dachte, Herr Seifert will ihn mitnehmen. Ich mache mir Sorgen. Die beiden Mädchen ganz allein in New York. Ja, mir ist auch nicht ganz wohl dabei. Aber vielleicht kann er Steve mal nach den beiden sehen. Ja, Steve Richards, der Geschäftsführer unserer New Yorker Filiale. Du hast ihn doch letztes Jahr kennengelernt. Ich werde ihn gleich mal kontaktieren. Danke. Das ist wirklich eine gute Idee. Dann sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Na, das ist ja eine Frechheit. Was ist? Nichts. Beinbach-Olmidia gerät ins Strudel, nachdem Beatrice von Beinbach ihrem Mann den Stuhl vor die Tür gesetzt hat. Wie können die sowas schreiben? Naja, wenn es doch nun mal wahr ist. Das muss man sich mal überlegen. Mich nach Wien zu locken mit einem Jobangebot und dann den eigenen Chef auf mich anzusetzen. Oh, Silvia hat sie doch nicht alle. Diese Frau hat eine derartige kriminelle Energie, das ist wirklich unglaublich. Ich hätte es gleich kapieren sollen. Schon als ich sie in Illmanns Büro getroffen habe. Hannah, wie hättest du darauf kommen sollen? Ich hätte einfach nicht so leichtgläubig sein sollen. Dass sie mich fertig machen will, das ist uns doch klar. Ja. Und das alles aus Missgunst und Eifersucht. Tja, sieht ganz so aus. Sie will dich zurückhaben. Was? Ihr muss doch klar sein, dass sie für mich gestorben ist. Das glaube ich nicht. Ihr Redakteur kann doch nicht einfach solche Behauptungen aufstellen, wenn er sie nicht belegen kann. Beinbach-Olmidia steht sehr gut da. Wissen Sie was? Ich nenne Ihnen jetzt die richtigen Zahlen. Ach, das interessiert Sie nicht. Wissen Sie was? Ich kann auch anders. Welche Zahlen sollen denn das sein? Bitte? Die belegen sollen, wie grandios die Firma dasteht? Also so wie ich das sehe, beschreibt der Artikel die Lage ziemlich gut. Ja, das ist ja klar, dass du das so siehst. Ohne dich kann's ja gar nicht laufen. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Mir nicht. Aber wahrscheinlich der Zeitung. Ja, wahrscheinlich hast du diesen Artikel lanciert, um mir den Rauswurf heimzuzahlen. Ach, das wäre ja ein bisschen billig, oder? Passt doch zu dir. Und ich habe dir eine Chance gegeben. Diese Geschäftsführung? Wenn es dir um die Firma ginge, dann hättest du angenommen. Aber das Prestige, das war dir ja wichtiger.
Ich habe beim Bach-Olmedia zu dem gemacht, was es heute ist. Mit meinem Geld. Geld. Geld kann man sich von der Bank holen. Unser Kapital waren meine Ideen und die fehlen jetzt. Das kann dir doch egal sein. Es ist meine Firma. Oh nein. Wir haben sie für unsere Kinder aufgebaut. Und ich werde nicht zulassen, dass du ihnen einen Trümmerhaufen hinterlässt. Mann, 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 durch Anus System soll einer durchsteigen. Sieht echt nicht wie ein Schichtplan aus. Eher wie das Periodensystem der Elemente. Ja, insofern könnte ich mich auch irren, aber es sind eigentlich alle Schichten verteilt. Ich weiß nicht, wo ich dich da noch reinpacken soll. Hi, Hallo. kommst du direkt vom Flughafen? Ja. Aber ich muss auch wieder. Möchtest du vielleicht mit uns essen? Nee, ich fahr lieber. Ach, und wenn sich doch noch irgendwas ergibt, keine Ahnung, wenn irgendeiner krank wird oder so, ruf mich an, okay? Alles klar. Ciao. Ciao. Schade. Dem scheint der Appetit ja vergangen zu sein. Ich glaube, der ist nur so schnell abgehauen, weil er mich plötzlich gesehen hat. Jetzt hör endlich auf, dir Vorwürfe zu machen. Der hat das mit Franzi selbst verbockt. Zu einem Kuss gehören aber immerhin 2. Und ich wollte es ja auch. Naja, dazu musstest du ihn ja nicht gerade fesseln. Und wenn er Franzi geliebt hätte, dann... Toll, und jetzt? Jetzt schieben wir Pizza in den Ofen. Ist da noch ein Platz frei? Früher fand ich es immer schön, wenn ich hier gesessen habe. Und jetzt? Seit Alexa weg ist, ist alles irgendwie nur noch belanglos. Es wird anders werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Glaub deinem Vater. Ich habe das auch schon durchgemacht. Fühlt sich leer, traurig und verlassen. Aber es wird besser werden. Das versichere ich dir. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Lenk dich ab. Triff dich mit Freunden. Häng dich ein bisschen in die Arbeit hinein. Das hilft manchmal. Den Job habe ich hingeschmissen. War nicht mein Ding, Leute irgendeinen Mist anzudrehen. Sitzen wir hier in deinem Baumhaus. Und bei Beatrice und mir drüben herrscht Eiszeit. Ich komme damit schon klar. Ja, aber Franziska nicht. Ja. Ihr sind eure Streitereien ziemlich an die Nieren gegangen. Ja. Sonst säße sie jetzt nicht im Flugzeug. Wahrscheinlich. Wir haben es im Moment beide nicht leicht, was? Ich habe da einen Tipp für dich. Hm? Häng dich in die Arbeit rein, triff dich mit Freunden, unternimm was. Nehm ernst, ich hoffe, dass du und Beatrice, dass ihr das wieder hinkriegt. Das hoffe ich auch. So, da bin ich. Hallo, schön, dass Sie Zeit haben. Bitte. Für Sie auch einen Kaffee? Wollten Sie sich nicht setzen? Ich wusste gar nicht, dass Herr Schneider auch dabei sein würde. Herr Illmann, wir beide haben uns versöhnt. Und er will mich seitdem nicht mit Ihnen alleine lassen. Es erschien mir zu gefährlich. Wie darf ich das verstehen? Wir sind nicht besonders vertrauenswürdig. Und ich hätte nicht übel Lust, das mit Ihnen zu klären. Vor der Tür. Mögen Sie Ihren Kaffee nicht? Doch. Nervös? Siehst du, jetzt hast du ihn ganz verunsichert. Entschuldigen Sie, aber er wollte Sie nicht verschrecken. Ja, ich fürchte, ich muss da mal wieder. Tut mir leid, Schatz. Ich kann ihn nicht einfach so gehen lassen. Aber Silvia hat ihn doch bestimmt dazu gezwungen. Oder haben Sie freiwillig bei dem Spielchen mitgemacht? Nein. Sie hat mir Geld dafür geboten. Ich war jung und brauchte das Geld. Das kennen wir. Aber Sie sind nicht mehr jung, mein Freund.
Die Geschäfte waren lausig in letzter Zeit. Ich musste irgendetwas tun, um die Insolvenz zu verhindern. Silvias Angebot war sozusagen die letzte Rettung. Ah, ja. Tja, dumm gelaufen. Wenn Silvia jetzt erfährt, dass sie aufgeflogen sind, bekommen sie keinen Cent. Oh ja, das könnte sein. Und wenn wir dann noch in ihrer Branche verbreiten, wie sie ihren Saftladen retten wollten. Oh, das wäre gar nicht gut für Ihren Ruf. Aber so weit muss es ja gar nicht kommen. Nein. Danke, Christiane. Bitte. Von Beimbach? Dr. Lütz, was kann ich für Sie tun? Nein, wir sind bei dem Ankauf der Rechte noch nicht weitergekommen. Aber unsere Juristen, die arbeiten dran. Den aktuellen Stand der Dinge, ja, den weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich treffe mich heute Nachmittag mit unserem Justiziar. Natürlich kriegen wir das termingerecht hin. In jedem Fall. Wissen Sie was? Ich rufe Sie an, sobald es etwas Neues gibt. Wiederhören. Ach, Dr. Lütz, wie geht es Ihnen? Aha. Wieso? Der Ankauf der Rechte ist völlig unproblematisch. Danke, Christiane. Bitte. Ach. Ja, bedauere, aber da ich nicht mehr bei Beimbach Allmedia bin, kann ich auch meine Frau nicht beeinflussen. Aber ich werde demnächst eine neue Firma gründen. Und wenn das Thema noch aktuell sein sollte, dann können wir uns gerne darüber unterhalten. Ja? Gut. Bis dann. Bist du in Eile? Ist hart, wenn man die Verantwortung alleine trägt, hm? Aber du schaffst das schon. Andi, verdammt! So, man muss dein beschissenes Skateboard mal vor der Tür liegen lassen. Da bricht sich noch mal jemand den Hals. Ist ja gut. Ich räum's gleich weg. Ist schon okay. Vielleicht kommt so wieder ein bisschen Leben in die Bude. Das war auch Sinn der Sache. Ist scheiße ohne Alexa, oder? Wir zwei werden uns schon nicht langweilen. Hey, bloß weil Alexa als Anstandsdame nicht mehr da ist, bin ich jetzt kein Freiwild für dich, okay? Och, mein Hase. Ich dachte, jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Zeit für uns. Oh. Du Spinner. Ich meine auch nur, wir sollten das Beste aus der Lage machen. Ja, wir könnten zum Beispiel damit anfangen, uns einen neuen Mitbewohner zu suchen. Kann meinetwegen auch eine Frau sein. Nein, kein Bedarf, danke. Das sehen wir dann, hm? Hey, grüß dich. Hi, ist Andi da? Na klar, komm rein. Andi, Besuch für dich. Setz dich doch. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Tschüss, ihr beiden. Ciao. Was machst du so? Nichts Besonderes? Wir könnten auch einfach irgendwas unternehmen. Wie wär's mit Skaten? Das lenkt bestimmt ab. Wir können auch einfach nur reden, wenn du willst. Nein, ganz bestimmt nicht. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Ich will dir nur helfen. Dann geh wieder nach Hause. Wenn ich dich sehe, muss ich nur daran denken, warum Franzi weg ist. Ich muss Ihre Schwester entlassen. Was reden Sie da für einen Unsinn? Hanna ist nur bei Ihnen beschäftigt, damit sie nicht in Lars Nähe ist. Ist ja völlig gleichgültig, ob sie Leistung bringt oder nicht. Ich kann sie aber nicht mehr bezahlen. Ich kann überhaupt nichts mehr bezahlen. Ich bin pleite. Wie, was? Die Gläubiger rennen mir die Bude ein. Ich kann nicht mehr zurück nach Wien. Sag mal, was hast du eigentlich mit dem Geld vor? Genau. Was hältst du eigentlich von einem neuen Catering-Service? Was? Das willst du dir noch mal antun? Ja, oder ich könnte mich auch an einem Wiener Kaffeehaus beteiligen. Wäre dir das lieber? Wie kommst du denn darauf? War nur so eine Frage. Ich habe einen Fehler gemacht. Lars, wenn Silvia sich nicht zwischen uns gestellt hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Das ist keine Entschuldigung. Ich hätte dir einfach vertrauen müssen. Ich war eifersüchtig und habe dir Dinge unterstellt, die mir jetzt schrecklich leid tun. Silvia hat uns ganz schön gegeneinander ausgespielt, was?
Wir dürfen nie mehr zulassen, dass sich jemand zwischen uns stellt. Okay, nie mehr, ja? Gut, dass Sie gleich zu mir gekommen sind. Hannah muss unter allen Umständen zurück nach Wien. Mal sehen, was ich für Sie tun kann. Das ist doch ganz einfach, hm? Wie viel genau? Das kann ich doch so über den Daumen nicht sagen. Miete, Gehälter, diverse offene Rechnungen. Wie viel? 100.000 Euro. Sind Sie wahnsinnig geworden? Für ein Ticket nach Südafrika reicht mein Geld noch. Wenn Ihnen 100.000 zu viel sind, dann setze ich mich ab. Sie setzen sich nicht ab, Sie setzen sich hin. Sie kriegen Ihr Geld. Wenn Sie das Konzept jetzt so freigeben, dann kommt der erste Fernsehspot für Ryan Cosmetics in 3 Monaten auf den Schirm. Ich muss gestehen, Frau von Beinbach, wenn ich das sehe, ich bin etwas irritiert. Wieso? Stimmt etwas nicht damit? Also das hat mir Ihre Werbeagentur vor 3 Wochen schon mal präsentiert. Und wir hatten einige Änderungen besprochen. Das kann doch gar nicht sein. Ich dachte, ich sehe heute die neuen Storyboards. Mit wem haben Sie denn gesprochen? Mit Frau Glaser, der zuständigen Projektmanagerin? Nein, mit Ihrem Mann. Und er hat mir damals versprochen, dass der Spot in 8 Wochen abgedreht wäre. Ja, da handelt es sich dann wohl um ein kleines internes Kommunikationsproblem. Ich werde mich heute Nachmittag mit Frau Glaser zusammensetzen. Ja, und dann rufe ich Sie sofort an. Ja, tun Sie das. Und mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Es tut mir leid. Wiedersehen, Frau Brandner. Wiedersehen, Frau von Beinbach. Verbinden Sie mich bitte mit Dr. Lütz. Dr. Lütz, hier ist nochmal von Beinbach. Ich habe gerade mit unseren Anwälten gesprochen. Die haben mir gesagt, dass der Ankauf der Rechte jetzt doch wesentlich schneller über die Bühne geht. Hat sich erledigt? Darf ich fragen, warum? An meinen Mann vergeben. Hören Sie, wir arbeiten doch schon seit... Ja, natürlich. Wiederhören, Dr. Lütz. Oh Mann, das braucht doch kein Mensch. Kann ich Mathe nach der 12 eigentlich abwählen? Und dein erbärmliches Gesicht ist ja kaum noch zu ertragen. Mann, jetzt zieh dir das mal rein. Du traust einem Kerl hinterher, der dir die Schuld dafür gibt, dass seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Das hat er doch gar nicht. Zumindest nicht so direkt. Du spinnst. Erst küsst er dich und dann macht er dir auch noch Vorwürfe. Und die ist einfach total daneben zur Zeit. Und irgendwie kann ich ihn verstehen. Du bist viel zu gutmütig. Also ich hätte dem schon längst was anderes erzählt. Dir auch noch ein schlechtes Gewissen machen. Also so schlimm war es auch nicht. Er wollte einfach allein sein und das ist doch klar, dass er mich nicht sehen will. Ja, da siehst du mal, wie der Typ drauf ist. Mann, das solltest du endlich mal kapieren. Das ist ein Arsch. Ich verstehe ja, dass du ihn magst. Aber deswegen kannst du dich doch nicht so behandeln lassen. Das werde ich ihm mit sagen. Spinnst du? Das machst du nicht. Das werde ich ihm schon selber sagen, okay? Umso besser. So, ich bin dann weg. Gehst du aus? Ins Kino. Bis später. Ja. Thought of all the stupid things I'd said. Oh no, what's spider web and I'm caught in the middle.
Vielen Dank. Gern geschehen. Ich weiß nur nicht, ob Ihnen auch wirklich nach Feiern zumute ist. Manchmal muss man ein bisschen investieren. Es wäre völlig falsch gewesen, die Aktion jetzt abzubrechen. Cash ist Ihnen recht? Gern. Was soll das werden? So. 50.000, bitte sehr. Dankeschön. Ich habe auch noch was für Sie. Ich kündige. Fristlos. Wie darf ich fragen, warum? Die Liebe. Was soll das Theater? Es ist ein Lehrstück, Silvia. Der Titel lautet Wer anderen eine Grube gräbt. Speziell in Ihrer Branche haben wir besonders viel Erfahrung. Sie haben den Etat bereits vergeben? Darf ich fragen, an wen? Ja, da kann man nichts machen. Vielleicht bei einem anderen Projekt. Wiederhören. Das klang aber nicht gut. Nein, die Australier haben den Etat bereits an einen Mitbewerber vergeben. Jemand, den wir kennen? Das will ich meinen. Sag mal, was soll das? Willst du mir jetzt all meine Kunden abwerben? Ja, was soll ich machen? Bevor Sie zur Konkurrenz laufen? Die Leute rufen mich ständig an. Und nicht nur Kunden, sondern auch deine Mitarbeiter. Du drängst dich allen auf, um mich fertig zu machen. Ach bitte, Beatrice. Es wird nicht lange dauern und du stehst ohne Aufträge da. Und ohne Mitarbeiter. Und dann tschüss beim Bach All Media. Was willst du damit beweisen? Gar nichts. Ich will nur, was mir zusteht. Ich habe dir einen Posten als Geschäftsführer angeboten. Mir steht die Hälfte der Firma zu. Gib sie mir und ich rette sie.